und herzlich willkommen einmal zu einem kleinen It's Time for a Break. Ich habe hier mein Bildchen liegen, was ich letzte Woche sozusagen gezogen hatte. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich so ein Fältchen so 10 x 10 painten wollte. Ja, mal schauen, wie es so ist. Und ja, du siehst, ich habe hier oben den Part fertig gemacht. Das waren hier noch 2 und hier diese 3 habe ich gepaintet. Bei dem einen kleinen Fältchen habe ich dich vielleicht ein bisschen mitgenommen, falls du es gesehen hast. Und ja, der Rest kam dann danach. Genau. Ich finde, das kommt schon super schön raus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich finde auch, die Steine liegen gut. Ja, wie gesagt, das ist ein Bildchen von der Künstlerin Salzkatze AI von Pichu Moon Art aus diesem Shop. Und ich glaube, Delia heißt sie. Ja, ich würde sagen, wir ziehen zusammen ein neues Bildchen. Delia habe ich jetzt noch hier. Ich dachte, ich packe sie jetzt einfach noch mal mit dazu. Das finde ich eigentlich ganz gut, denn das Bild soll ja auch fertig werden. Und so haben alle die Chance. Auch wenn ich es jetzt nochmal ziehe, aber trotzdem finde ich das sehr, sehr gut so dann. Ja, da kannst du mir gerne mal deine Meinung dazu schreiben. Wenn du eher sagen würdest, ach nee, für die nächste Woche dann doch lieber ein anderes, dann machen wir das. Und wenn nicht, bleibt es so. Ich meine, wenn ich es jetzt 4-mal hintereinander ziehen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch einmal aussetzen lassen, so nach dem Motto. Aber so dachte ich nicht. Ja, das hier sind alle meine angefangenen Bilder bis jetzt. Außer der von Diamond Art Club, was ich angefangen hatte für das Japan-Event. Das ist noch nicht dabei. Das habe ich noch so hängen. Ja, und den Snow Dragon auch, weil am Snow Dragon painte ich sowieso und deswegen ist der nicht mit hier drin. Und bei dem Milky-Bild mit diesen Milchtüten, das Bildchen, ja, das wollte ich eigentlich versuchen, auch in diesem Jahr auf alle Fälle fertig zu bekommen. Hochgestapelt, aber mal gucken. Bis jetzt hatte ich es noch nicht einmal in der Hand. Aber gut, die Wochen sind auch so voll gestopft, jetzt auch diese Woche. Ich dachte ja wirklich, es wird ein bisschen ruhiger, aber gut, das kann ich dir vielleicht gleich noch erzählen. Ja, ich würde sagen, wir losen einmal. Nehmen wir die goldene Mitte, den da. Ja? Der liegt so schön bei mir. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, die Schlange. Das ist auch schön. Das ist ein Bildchen von Shalalarias. Ich hole es mal ganz kurz. So, hier ist es. Das Bildchen hatte ich auch für ein Event angefangen. Zumindest war ich da der Meinung, Entschuldigung. Ich gucke mal ganz kurz. Genau, das hatte ich angefangen zu Call of the Wild. Das war gestartet, ich glaube im Juni war das. Zumindest habe ich es da mir aufgeschrieben. Juni.
Oder nicht schon im Mai? Ja, auf jeden Fall hat es gestartet für Call of the Wild. Das Event ist schon vorbei. Aber ich glaube, das sollte wiederkommen. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall bin ich hier so weit. Eigentlich hat sie nicht mehr viel, die süße Schlange. Und mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier vielleicht painte. Weil es interessiert mich sehr, wie hier ihre Zunge rauskommt. Oder ob ich vielleicht hier den Part painte, weil ich hatte ja gesagt, immer so 10 auf 10, dass ich das mir so vornehme. Wenn ich es nicht ganz schaffe, dann ist es so, ist nicht schlimm. Aber trotzdem, um die Bilder so einen Ticken weiter zu kriegen, ja, würde ich das schon gerne machen. Ja, freue ich mich drauf. Dann kommt diese Schönheit hier für die Woche dran. Ja. Sehr schön. Hier habe ich ja selber die Sondersteinchen auch mit eingebaut in AB und in einem hellen Fairy Dust habe ich mir mit reingemacht und ich finde, das sieht ganz gut aus. Noch nicht perfekt, aber man darf ja üben und lernen. Und deswegen bin ich schon ganz zufrieden damit, wie die so sitzen und liegen oder wie ich sie mit eingebaut habe. Auch hier im Himmel, da finde ich jetzt so ein bisschen, das siehst du halt schon, also es sind immer so Striche runter, habe ich gemacht, weil ich ja dachte, sie ist ja im Dschungel, im Tropischen sozusagen. Und dann dachte ich, kann die Luft oder so ein bisschen flirren, falls du weißt, was ich meine. Und wenn nicht, können es auch Regentropfen sein. Ja, das wäre auch möglich. Ja, das hier Bild ist 50 x 60 und hat auch 56 Farben. Und wie gesagt, von der Künstlerin Shalala Rias, das Tierkreiszeichen Schlange. Genau. Hier darfst du dich nicht wundern. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht siehst. Da sind so ein paar Lücken. Aber das kommt, weil ich da mit dem Mehrfachaufsetzer gepaintet habe. Ganz einfach. Und nicht zurechtgeschoben habe, sondern es so gelassen habe. Mich persönlich stört das jetzt nicht so stark. Ich gehe dann mit so einem hellblauen Mica-Pulver dann drüber und dann ist das weg. Dann fällt das nachher nicht mehr auf. Genau. Ja, das wird dann sozusagen das nächste Bild. Ha, das wird ja super. Das wird schön. Da freue ich mich. So, ich mache es mal ganz kurz nach unten. Irgendwie ist die Leinwand hier ein bisschen größer. Aber gut, das sind ja auch 5 cm mehr bei diesem Bild. So, ich lege sie mal rüber. Denn es kam noch was anderes an, was ich gerne benutzen möchte. Ja, und zwar habe ich mir letzte Woche bei Amazon diese Art-Dot-Schüchchen bestellt. Da waren sie runtergesetzt und da musst du immer so ein bisschen warten. Also die sind mal runtergesetzt, dann noch mal günstiger runtergesetzt und dann sind sie wieder beim Normalpreis. Und ich habe sie mir geholt, wie sie noch mal günstiger runtergesetzt waren. Also ich habe noch nicht mal 30 € dafür gezahlt. Wobei das auch schon viel Geld ist. Ja, also verstehe mich da nicht falsch. Das ist für mich auch schon viel Geld. Ja. Und ja, trotzdem habe ich sie mir geholt, weil so viele davon schwärmen und ich dann gedacht habe, komm, probierst es.
Ich weiß nicht, manchmal bin ich da so ein bisschen, wenn ich das dann zu oft sehe, denke ich mir dann, ja, ja, komm, dann probierst es halt auch, versuche es doch mal. Und wenn es dann nochmal günstiger ist, na, vielleicht kennst du es, wer weiß. Ja, auf jeden Fall sind das diese Schiffchen. Einmal mit einer Karte. Thank you. Und den schönen Stickern von Artdot. Das sind die DMC-Nummern. Also die sind wirklich schön. Und die kann man wohl auch einzeln kaufen. Und dann kosten sie, glaube ich, auch 5 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht. Aber sowas in dem Dreh. Plankos sind auch noch dabei. Ich hole sie jetzt nicht raus. Ich denke mal, die kennst du bestimmt. Ja. So. Und ja, die kann man schön nutzen. Und ich finde auch die Stickerqualität schon sehr gut davon. So, das kommt mal rüber. Und dann habe ich hier die Döschen. Ja, und irgendwie auch ganz viele Haare von meiner Hündin. Entschuldigung. Ich hoffe, dass das hier jetzt keine Überhand nimmt. Die ist mitten im Fellwechsel. Von daher, ja. So, das sind die Döschen. Aber ich glaube, ich würde sie so rum reinmachen, wenn das geht. Aber wenn das nachher hängen bleibt, wäre auch blöd. Genau. Ja, und ich dachte, hier die Döschen nutze ich. Pass auf. Für meinen Frosch. So einfach mal zum Testen. Der Happy Frog. So, jetzt habe ich alles abgerissen. Entschuldigung. Ja. Der hat ja nur 33 Farben und ja, mit den hübschen Pilzen. Und ich dachte, die kleinen Schiffchen bieten sich doch an, um da ein paar Farben mal reinzumachen. Jetzt wollte ich gerade mal gucken für hier den Part, ob ich da schon gleich alle reinmache, weil der gelbe ist bestimmt um einiges mehr, die 743, aber ich wollte jetzt nicht so viel Lärm machen mit den Sachen. Trotzdem würde ich gerne ein paar Farben mal in die Schiffchen füllen, um einfach zu sehen, wie sie liegen, wie es aussieht mit den Schiffchen. Ich werde sie nicht in dem großen Karton lassen, sondern ich wollte mal schauen, ob das hier reingeht. Ich zeige es dir gleich. Ich muss gerade die Schnipselchen rausmachen. Hier rein. Ich weiß jetzt nicht, aber da würden sie auch rein, so hochkant, schön reinpassen. Ich glaube ja schon, dass die gut zuhalten. Du kannst mir ja gerne mal deine Erfahrungen schreiben, wenn du die Döschen auch hast. Und ja, können wir uns gerne mal austauschen. Und hier würde ich ja den Sticker hinmachen. Ich glaube, von Diamond Art Club, die Sticker gehen doch immer ganz gut ab. Die 780, der hier, die 11 wäre das mal. Wir probieren es einfach mal zusammen. Oder ich probiere und du drückst mir die Daumen. Jetzt weiß ich nicht, mal es an die Seite oder in die Mitte.
So würde ich ja sagen. Oder ist hier vorne das dann extra diese Spalte hier? Nee. Ich überlege manchmal immer oder manchmal sehr viel. Das ist so bei mir. So, mal gucken, wie das ist. So. Das sind ja runde Steinchen hier bei dem Frosch. Das müsste ja eigentlich ganz gut gehen. Doch, das sieht doch schön aus. Sehr schön. Also das gefällt mir schon mal gut. Jetzt so im ersten Mal testen und schauen. Ich glaube, ich lege es jetzt erstmal an die Seite und stelle sie nachher da rein, weil 30 Dosen werden da nicht reingehen. Das Bildchen lege ich mal rüber. Und dann schauen wir mal weiter. 992. Also da kannst du ja abkitten, wie du möchtest. Denn Diamond Art Club hat ja seine Farben nach der Menge sortiert und nicht nach der DMC. Bei Mehrfarben gehe ich persönlich hin und sortiere sie mir vor. Also sortiere dann nach DMC-Nummer, weil die Legende ist nach DMC sortiert. Aber jetzt bei hier dem werde ich es so machen, dass ich sie einfach so lasse, wie sie mir in die Hände fallen. Okay. Dann stelle ich sie mir gerade hier so an die Seite hin und mache mir so 10er Tabs sozusagen und dann gucke ich mal weiter. Ihn hier schieben wir mal ein bisschen weg, nach oben. Nicht zu stark, sonst fällt der Deckel. Na, so. Genau. So, mal schauen. Wie es hier aussieht. Also ich mag eigentlich ganz gerne als Aufbewahrung die kleinen Slotboxen, aber auch genauso die Dosen, also die runden Dosen sowie die großen viereckigen Dosen, die so aussehen wie Tic-Tac-Dosen. Das mag ich auch gerne. Also ich mag alles gerne, wo ich die Farben richtig drin sehe, weil ich mich dann, warum auch immer, aber mehr auf das Bild freue. Also die Koffer mag ich auch mit den runden Dosen, aber als Aufbewahrung greife ich da gar nicht so viel dazu. Nur wenn es wirklich genau für mein Bild von der Farbanzahl her passen, dann greife ich da schon zu. Deswegen habe ich die auch. Welche Aufbewahrung ich noch sehr gerne mag, ist diese Aufbewahrung in den Dosen, die man an den Seiten öffnet. Diese, ja, eigentlich die nachgemachten Elizabeth Ward Dosen. Ich glaube, so heißen sie. Aber halt nicht die Originalen, sondern ja. Ja, ich kann es dir auch gerade zeigen, denn ich habe sie hier stehen von meinem Japan-Event.
diese hier. Die mag ich auch gerne, weil du wirklich die Farben da drin wunderschön siehst. Also du siehst es direkt. Und das ist so ein bisschen, dann freue ich mich immer. Ich freue mich dann schon auf das Bild und auf die Farben. Und ja, irgendwie verschönert es oder gibt so einen kleinen Tick, dass das nochmal ein bisschen schöner ist für mich zu painten. So, schauen wir mal, welche wir hier haben. Die 699 dort. Aber ist ja auch schön, dass das in so einer... Es ist heute gegen mich. Ich merke es schon, dass das in so einer Plastikvorrichtung hier kommt, wo man... Ich warte nur darauf, dass es fällt. Also heute... Ja, das ist... finde ich schon ganz praktisch. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wie ich mir das so auf das Bild stellen würde. Also ich glaube, für auf das Bild zu stellen, fände ich das zu unpraktisch. Zum Aufbewahren, wenn man sie gerade nicht nutzt, finde ich das super. Aber ich glaube, daraus painten, so würde ich jetzt nicht unbedingt. Da muss ich mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Hast du das gesehen? Die sind statisch geladen. So, mal gucken. Kleben sie am Deckel. Siehst du? Hier. Aber ist nicht schlimm. Einmal gegen Titschen. Entschuldigung, falls es laut war für dich. Und dann müsste das sich eigentlich geben. Ist ja jetzt auch ein Trocknertuch drin. Was ich da ja mal ausprobieren könnte, ist mit meinem Spray. Aber ich glaube nicht, dass die Schiffchen, also dass das Plastik dann da beschlägt. Das wäre natürlich nicht so super. Das wäre ein bisschen blöd. Ich hinke mit meinem Plan ja hier sehr stark zurück. Mit meinem Painting-Vorhaben. Ich hatte eigentlich vor den Frosch schon lange angefangen. Also ich wollte ihn gerne schon lange angefangen haben. Aber ja, wie das Leben so spielt, ist das noch nicht möglich gewesen, hier zu starten. Aber gut, es ist halt so. Was will man machen? Damit muss man umgehen und leben und fertig. Ja. Bei mir ist zurzeit der Große jetzt krank. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Also der hat sich eine ordentliche Erkältung eingefangen. Deswegen bin ich auch heute am Mittwoch daheim, weil ich gesagt habe, also schwimmen gehen mit Erkältung gibt es jetzt nicht. Kannst du dir abschminken, habe ich gesagt. Das möchte ich nicht, weil das ist nicht gut. Erstens für den Körper und zweitens auch nicht für dich. Wenn man krank ist, ist man krank und dann braucht der Körper auch eine kleine Auszeit. Genau. So. Der Große war nicht begeistert. Er findet das gar nicht lustig. Er mag das auch nicht. Der rennt ja mit allem immer
auch in die Schule. Also den muss man wirklich, jetzt mal übertrieben gesagt, ans Bett fesseln, damit er sich erholt. Denn er hasst es, krank zu sein und hasst es, sich dann auszuruhen oder zu schonen. Und ja, wenn er dann seine Sachen nicht machen kann, das hasst er dann noch mehr. Und wenn das Training erst recht absagen muss, dann auch. Aber wie ich dir eben sagte, ich finde, das muss nicht sein. Er muss auch an seine Trainingspartner denken, ja, und auch an seine Gesundheit. Und ich finde später, wenn er dann arbeiten geht, ist das ja auch nochmal ein Thema, ja. Also das ist ja jetzt nicht so, als dass man ihn da ärgern will. Aber er muss halt auch lernen, wenn er krank ist, ist er krank. Fertig. Und dann geht es mal nicht so, wie er sich das vorstellt. Ja. Ja, auf jeden Fall hat er dann jetzt noch zu der schönen Erkältung, ich weiß auch nicht warum, noch das Auge geschwollen. Ich dachte ja dann eigentlich, dass das so schon in Bindegewebeentzündung, in die Bindehautentzündung geht. Aber ich war jetzt mit ihm beim Arzt, der hat gesagt, nee, das wäre es nicht. Das wäre ganz normal von der Erkältung. Ich meine, bin ja froh drum, um Gottes Willen. Ja, aber ja, ich hätte schon gedacht, dass das so irgendwas ist, weil das Auge ist ganz rot innen und das Augenlid komplett geschwollen. Ja, von daher. Aber gut. Ich meine, ich habe es abklären lassen. Das ist, finde ich, immer das Wichtigste. Ich bin nämlich kein Arzt. Ich kann nur Vermutungen anstellen und der Arzt kann mir dann wirklich sagen, was Sachstand ist. Ja, schön. Die kann man auch schön stapeln. Das wird mir so auch gefallen, aber dann wird es immer so schwierig, da ein Döschen rauskriegen. Und aus dem da kann ich sie einfach rausziehen, sozusagen. Ja. Mal schauen, wie ich mich da organisiere. Vielleicht hast du ja einen Tipp, wenn du Döschen hast, wie du sie verwendest. Also der Verschluss geht schön mit Druck. Also das, denke ich mal, geht nicht so einfach leicht auf. Zumindest hoffe ich das. Ich meine natürlich, wenn es dir runterfällt und auf die Kante aufschlägt oder so, dann ist das bestimmt auch offen. Ja, aber ich glaube, wenn das nur so ditcht, könnte ich mir vorstellen, dass es hält. Ja. Ja. Aber gut. Ich meine, das krank sucht man sich auch nicht aus. Das ist so. Ich hoffe jetzt, er steckt hier keinen noch an, weil darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Ja, also gut, wir hatten ja jetzt noch nicht viel krank, aber ich habe darauf jetzt keine Lust. Ja. So ist das. Ich hoffe, bei dir sind alle gesund, deine Lieben. Gesund und munter und du selber auch. Ich hoffe, deine Woche ist bis jetzt gut verlaufen. Ohne größere Probleme oder Zank oder Streit oder was auch immer. Also ich hoffe, sie ist positiv verlaufen. Denn ich finde, das ist immer auch ein ganz wichtiger Part.
dass, wenn man schon sein Leben lebt, alles relativ positiv macht. Ich meine, das kriegt man nicht immer hin, aber ein Versuch ist es immer wert. Man kann es wenigstens ein bisschen versuchen. Auch, ja, ich wollte gerade sagen, bei schlimmen Situationen, aber gut, das muss man erstmal schaffen und machen und tun und dann kann man überlegen. Ja, manchmal ist das. Ja gut, jetzt zu einem anderen Thema. Ich habe mir gedacht, ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich am Überlegen bin, mir ein anderes, wie soll ich das sagen, ja, Painting-Tagebuch zuzulegen. Also die laden sich hier ganz schön auf, aber gut. Auch nicht schlimm. Dann kommen da später Trocknertücher rein. Ja, ein anderes Tagebuch zu organisieren, zu machen, zu tun. Aber dann auch erst für nächstes Jahr, weil, ja, ich finde, sonst sieht das ein bisschen blöd aus irgendwie, wenn ich da jetzt anfange zu wechseln. Ich hatte mir ein anderes Büchlein gekauft, aber das werde ich wahrscheinlich nicht nutzen, weil ich es schon gerne, ja, meine Sachen gerne ein bisschen individuell gestalte. Und wenn das so ein festgebundenes Buch ist, ist das für mich ein bisschen schwierig, da ich auch Sachen reinklebe und verziere und so ein Kram. Und deswegen denke ich, dass ich das dann nicht nehmen werde. Aber ich weiß auch noch nicht genau, welches Buch ich nehmen möchte. Ob ich wirklich ein Buch nehmen möchte oder so eine Art Ordner. Das wäre auch denkbar, dass ich dann nur die Seiten mir nochmal neu gestalte. Ich habe ja jetzt auch einen Ordner. Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Wie handhabst du das? Hast du ein Tagebuch für deine Diamond Paintings oder ja eher nicht? Ja, also und wenn ja, welches und wie führst du es? Ich habe jetzt gerade heute jetzt bei Tini gesehen, dass sie ihres überarbeitet hat. Aber wie gesagt, das ist halt ein festgebundenes Buch und die Sachen da drin sind schon vorgegeben. Deswegen wäre sowas jetzt nichts für mich. Aber schlecht finde ich das auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Denn das ist ja schon süß. Das Büchlein von ihr. Muss man schon ein bisschen zarter machen, sonst flutschen sie drüber. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich mache. Mal gucken. Da bin ich wirklich noch am Überlegen, aber ich habe ja auch noch Zeit. So ist es jetzt auch nicht. Ich habe noch Zeit. Ich glaube, die mache ich auch so. Das müsste ja ausreichen. Die 701. Ja, mal gucken. Natürlich, jetzt habe ich es natürlich verkehrt rum drauf gebappt. So, geht aber ab. Wunderbar. Aber dann war der verkehrt rum drin. So.
Ja, muss ich mal gucken. Da bin ich mir, wie gesagt, noch unsicher. Ich finde es ja auch schön, wie Let's Sparkle and Shine Buffy ihr Tagebuch da hat. Dieses dunkle, das schwarze. Ich glaube, sie war das, oder? Bin ich da jetzt verkehrt? Auch sehr, sehr schön. Und ich glaube, Judith von dem Kanal Undiamond Day Keeps the Doctor Away. Auch bei ihr. Sie hat das ja auch sehr, sehr schön. So, die sind ein bisschen statisch. Die hole ich jetzt so raus. Und dann werden sie aufgesammelt. Dann mache ich da noch ein kleines Trocknertüchlein rein. Na? Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich bin mir da noch unschlüssig, was mir da jetzt im Endeffekt zusagen wird. Muss ich einfach mal ausprobieren. Da kleben sie in der Ecke. Da hilft auch das Trocknertuch nichts. Tja, so ist das manchmal. Was will man machen? So. Dann haben wir die 8. Ja. Jetzt weiß ich. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob das hier mit dem, obwohl das müsste ja eigentlich von der Sache her alles reichen. Also sind ja, wie gesagt, insgesamt, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt, 60 Schiffchen. Und dann sind es wahrscheinlich 15 große und 15 kleine. Ja. Ja, und mal gucken, wie ich jetzt die Woche noch zum Painten komme, denn ja, ich habe noch nicht, also wirklich noch nicht viel gepaintet. Ich hänge in meinem Sleeping Lotus Drachen hänge ich komplett zurück. Und ja, bei den anderen Sachen habe ich noch nicht mehr gestartet. Ja, shame on me. Aber es ist, wie es ist. Also so wie jetzt in der Zeit, das hatte ich jetzt auch noch nicht, wie gesagt. Naja. Was will man tun? So, die hier ist jetzt auch mega statisch. Also die Steinchen werden da bestimmt springen. Und deswegen hole ich mir mal gerade ein Trocknertuch in groß mit einem Fleck. Wird einmal durchgeschnitten. Und dann schütte ich mir da alles komplett einmal drauf. Und schütte es dann ins Schiffchen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Mal gucken, wie das wird.
Tut mir leid für das Gekuschel, für das Laute. So, mal gucken, ob das geholfen hat. Ja, da ist eine falsche drin. So, ich glaube, das war ja die mit den meisten Steinchen. Die Farbe, das Gelb hier. Mal gucken, ob das in das Schiffchen geht. Oder ob das vielleicht schon zu viel ist. Ja, wenn nicht, schütten wir einfach um. Zusammen in ein großes. Aber das möchte ich eigentlich weniger. Ich weiß nicht, wenn ich mir was dann in den Kopf gesetzt habe, möchte ich auch gerne, dass das so funktioniert. Naja, passend tut's. Aber beim Painten wird es schwierig. Muss man vorsichtig öffnen. Naja, aber es geht. Wenn danach die ersten Steinchen raus sind, dann ist es auch nicht mehr so voll. Dann geht das bestimmt besser. Genau. Hoffentlich. So, wen haben wir denn noch hier? Ein Steinchen vergessen. Das ist von der 7. Ja. Na? Oh je. Aber da ist doch mein Dings. Da, jetzt. Irgendwas habe ich gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. So, jetzt. So, ne. So ist das. Und nicht anders. Wenn noch keine Steinchen drin sind, funktioniert es ja einwandfrei. Muss ich ein bisschen vorsichtig machen. Ich muss mich daran gewöhnen, weil ich schon ein bisschen Angst habe, die Steinchen mir da dann auszukippen, wenn ich es öffne. Ja. Aber so an sich finde ich es bis jetzt eine ganz schöne Sache. Vielleicht könnten wir ja zusammen dann am Sonntag im Stand der Dinge einmal painten. Das wäre ja auch eine schöne Möglichkeit, die Schiffchen dann zu testen. Natürlich hoffe ich, dass ich bis dahin den Frosch schon gestartet habe, weil den wollte ich gerne für das Event von Sandra und Marie starten, für das Pilzevent, weil er sitzt ja in den ganzen Pilzen, der Süße. Ja, da dachte ich, passt ja doch ganz süß dazu. Da sind, glaube ich, auch andere Sachen erlaubt bei dem Event. Also, soweit ich weiß, jetzt alles. Weil ich bin der Gruppe beigetreten und da werden auch ganz schön hübsche, süße Teilbilder gezeigt und Aufsteller gezeigt. Sehr, sehr schöne Sachen. Das ist auch toll. 38, 23. Und ja, wenn man da ja wirklich je nach Geschmack und Empfinden paintet, ist das doch auch immer ein tolles Event für jeden. Denn da ist dann kein, ja,
Ich finde, manchmal ist es so bei einem Event wie eine Art Wettrennen, so nach dem Motto, ich habe das fertig, das fertig, das fertig. Und das sind Sachen, die stressen mich dann auch, muss ich sagen, weil ja, ich painte in der Hinsicht lieber gemütlich. Und wenn ich es fertig habe, ist gut. Und wenn nicht, geht es halt mit in die nächste Runde, so nach dem Motto. Und das finde ich bei den Events von Sandra und Marie immer sehr schön, weil es da wirklich schön gemütlich zugeht. Ohne Stress einfach. Ne? So, heute bin ich langsam im Abkippen, aber ist auch nicht schlimm. Ich muss mich auch erstmal an die Döschen gewöhnen, gucken, wo gehen sie auf, wie mache ich was. Da ist das dann auch mal so. Ich glaube immer noch die 5 Farben und die großen mache ich dann später sozusagen, weil ich wollte noch, wie gesagt, meinen Lotusdrachen mal anfangen zu painten. Wie gesagt, ich bin da jetzt 3 Felder im Rückstand und heute ist schon Mittwoch. Ich habe den Sonntag nicht gepaintet, den von heute nicht gepaintet, von gestern nicht gepaintet. Und ja, von dem Start sozusagen fehlt mir ja auch noch ein Feld. Und ich glaube, heute wird schon das nächste Feld gezogen. Also ich habe noch ein bisschen vor mir. Ja. Und da brauche ich auch ein bisschen. Also den kriege ich irgendwie nicht so schnell von der Hand. Was auch nicht schlimm ist, verstehe mich da nicht falsch. Es geht ja wirklich um die Entspannung. Aber manchmal hat man einfach das Gefühl, oh, ich komme nicht voran. Weißt du, was ich meine? Das ist aber, wie gesagt, das ist manchmal. Und es ist ja, also es ist ja, man weiß ja selber, das stimmt nicht, denn man kommt ja voran. Aber ja, manchmal fühlt es sich halt einfach so an. Ja. Und wenn man dann die Felder im Rückstand ist, das ist jetzt kein extrem störendes Gefühl, finde ich, aber es ist auch eine neue Erfahrung für mich. Also sonst war das relativ gut bei mir, dass ich immer auch gut dran war, aber wie gesagt, die Felder sind auch sehr groß und ja, dadurch brauche ich halt einfach ein bisschen länger. Und habe auch, muss ich ja gestehen, zu meiner Schande, oder, nicht immer die gravierende Lust, dann so ein großes Feld zu starten. Ich bin eher also so 10 mal 10 ist ein gutes Wohlfühlpensum für mich. Aber alles, was dann mehr ist anscheinend bei mir ja nicht mehr meine Komfortzone. Aber gut, das muss man halt auch lernen. Das wusste ich vorher auch nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich den Drachen den Monat fertig kriege, weil das Event, wo ich den painte, geht ja nur noch diesen Monat. Und dann startet auch schon das nächste. Da muss ich auch mal gucken, was da als nächstes Thema ist und ob ich dafür ein Bild habe oder nicht. Ja, muss man ja alles schon mal vorbereiten, sonst hinkt man hinterher, so wie jetzt bei mir. Ja, wir haben jetzt fast Mitte des Monats und ich kitte erst mein Bild ab für diesen Monat. Ja, ich hoffe, ich bin dann nicht die Einzige. Ich hoffe, du hast auch manchmal so Phasen, wo das einfach so ist, wie es ist. Ja, so, dann haben wir das auch schon mal. Aber nur noch die großen. Nur noch die großen. Das sind noch 2, 4, 6,
Acht Farben sind es noch. 2, 4, 6, 8, ja. Gut. Jetzt wollte ich aber trotzdem gerne noch mal kurz testen, ob man die dann da reinstellen kann. In dieses hier. Oder ob das eher unpraktikabel ist. Jetzt habe ich sie natürlich falsch rum sortiert. Ich hätte sie besser andersrum sortiert, aber gut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Ding hier mal aus dem Teddy hatte. Aber ich glaube, der hat auch solche Teile. Okay. Ich glaube, das war's ich. Oder ich fasse immer nur eins an. Also das kann natürlich auch passieren. Siehst du, das ist das, was ich eben gesagt habe. So. Aber gut, es war ja hier in dem Teil. An sich ja nicht schlimm. Dann habe ich jetzt aber die Baba sozusagen falsch drauf gemacht. Oh gut. Aus Fehlern lernt man. Was willst du machen? Muss man durch. Jetzt bin ich ganz nervös. Ja, aber das Teil wird schon gehen. So ist es nicht. Achso, habe ich noch gar nicht die andere Nummer. Ha, es würde ja funktionieren. Ah je. Gut. Mal gucken, ich gehe mal in den Teddy, mal gucken, ob ich noch was anderes finde. Oder vielleicht hast du noch eine Idee, wo man sie praktisch noch hinstellen kann, reinstellen kann. Ja, aber wie gesagt, die Nummern habe ich dann jetzt leider verkehrt rum drauf. Also ich würde sie ja nur in so einen Teil machen, wenn ich sie dann wegräume. Weil ich glaube, so rausziehen ist auch schwierig, wenn dann der Deckel und so hängen bleibt. Also rausräumen müsste man sie wahrscheinlich schon. Ja, mal gucken. Mal schauen. Ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen. Und dir geht's gut. Und du hattest jetzt eine schöne Zeit, konntest dich ein bisschen entspannen. Denn ein bisschen Zeit für sich ist auch sehr wichtig. Deswegen nimm dir immer ein bisschen Zeit für dich. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich denke mal, das ist dann am Sonntag zum Stand der Dinge. Wobei, da muss ich mich noch ein bisschen anstrengen, damit ich noch ein bisschen was habe, um es dir zu zeigen. Ah, ich schaffe das. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Hab noch eine wunderschöne Woche. Eine wunderschöne Restwoche, muss ich ja schon sagen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.